Hier ist sie, die neue Insta360 X5, das neueste Modell ihrer 360-Grad-Kamera. Ich nutze die ja schon relativ lange, angefangen mit einer GoPro Max, dann der X3, die X4. Und jetzt hat mir Insta360 die neue mal zugeschickt zum Testen, das ist die X5. Da gibt es eine ganze Menge interessante Neuigkeiten, aber eine Sache, auf die ich ewig gewartet habe und die jetzt endlich Insta360 in diese Kamera eingebaut hat. Und ich erzähle auch gleich, worum es da geht. Ich fange vielleicht erstmal mit den Sachen an, was hat sich jetzt von der X5 zu meiner damaligen X4 verändert. Die Kamera hat jetzt einen größeren Sensor, 144% größer als der alte. Jetzt ist ein 1:1,28 Inch Sensor drin und die Kamera hat jetzt einen sehr hohen Dynamikumfang von 13,5 Blendenstufen. Das ist eine ganze Menge. Das bedeutet, wir haben eine sehr gute Durchzeichnung in den hellen Bereichen des Bildes, also Himmel und solche Sachen, und auch in den Schattenbereichen. Und natürlich ein ganz wichtiger Faktor, sie ist jetzt bei Nachtfahrten viel besser und das werde ich heute auf jeden Fall mal testen und werde euch das auch zeigen, weil sie hat einen speziellen Modus dafür. Auch dazu komme ich dann gleich. Der zweite Punkt, der sich neben dem Sensor verändert hat, sind die Linsen. Die sehen an sich gleich aus. Hier ist jetzt noch bei der X4 der Linsenschutz drauf. Der ist jetzt hier bei der X5 nicht drauf. Den kann man aber auch dort befestigen. Auch die Glaslinsen haben sich verändert im Vergleich zur X4. Die sind jetzt zu 100% sturzsicherer als die von der X4. Dann wurde am Akku auch etwas verbessert. Bei der Kamera haben wir jetzt eine Laufzeit von 185 Minuten. Das ist eine ganze Menge. Und wir haben hier eine Schnellladefunktion. Ladezeit ist jetzt kürzer. Wir bekommen 80% Ladezustand in 20 Minuten. Eine wichtige Sache beim Akku ist noch zu bemerken. Das ist jetzt der Akku der X5. Und ihr seht es schon, komplett neuer Akku. Hier sind die Kontakte hier oben. Hier sind sie hier. Insta360 hat also einen komplett neuen Akku gebaut. Der hat ein bisschen mehr Leistung. Der hatte 2290 mAh, der neue hat 2400. Leider anderes Design. Ja, also Akkus kann man leider nicht von der X4 weiter benutzen, ist aber vielleicht auch nicht unbedingt notwendig. 185 Minuten Laufzeit, das ist schon sehr lange. Da kann man wirklich viel filmen. Man filmt ja jetzt auch nicht durchgehend. Man macht ja immer kurze Sequenzen, da kommt man den ganzen Tag mit aus. Sollte es denn mal nicht reichen, hier unten einfach die Klappe öffnen, dahinter ist der USB-C-Anschluss und dann kann man das mit dem Akku-Pack über die Schnellladefunktion relativ schnell in 20 Minuten wieder aufladen, also in eine Tasche packen, während man irgendwo anders hingeht und dann ist die Kamera wieder fast voll. Wir haben jetzt hier auf der Rückseite der X5 ein Muster in der Oberfläche, ist also nicht mehr glatt. Und wenn ihr euch die alte mal anschaut, das ist jetzt hier die X4, dann gab es da ein Gehäuse zum Raufklicken, was ähnlich aussieht. Das dient der besseren Wärmeableitung. Das hat jetzt die X5 automatisch schon verbaut. Die X5 ist natürlich auch noch wasserdicht, nach wie vor IP68 Standard bis zu einer Tauchtiefe von 15 Metern. Eine wichtige Sache noch, was die Bildqualität und die Bildverarbeitung betrifft. Die Kamera ist jetzt da schneller und auch qualitativ besser. Es gibt einen neuen Algorithmus und die Kamera hat jetzt 3 Chips intern, einen KI-Chip und 2 Pro-Imaging-Chips. Und in Verbindung mit diesen Chips gibt es jetzt auch einen neuen Modus, den Pure-Video-Modus. Den nimmt man speziell für dunkle Situationen oder Nachtfahrten, je nachdem, wofür ihr die Kamera nutzt, ob jetzt im Urlaub und ihr wollt nachts mal eine Szenerie filmen. Und dieser Pure-Modus ist speziell für dunkle Szenerien, also abends, Sonnenuntergang, vielleicht auch nachts, ist der gedacht und hat dann eine deutlich bessere Qualität. Die Auflösung der X5 im Verhältnis zur X4 ist gleich geblieben. Wir haben also nach wie vor 8K mit bis zu 30 Frames pro Sekunde. In einer Disziplin ist die X5 aber besser, und zwar bei High Dynamic Range Aufnahmen, also HDR-Aufnahmen. Da bietet sie jetzt 5,7K mit 60 Frames, vorher waren es nur 30. Eine weitere interessante Funktion, die die X5 jetzt auch hat, die gab es bei der X4 noch nicht, ist Insta-Framing. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, einen Single-Modus, also eine einseitige Linse zu aktivieren, die mich dann, je nachdem, was ich mache, filmt und immer zentriert mit Face-Tracking in der Bildmitte behält. Das ist super spannend. Gerade fürs Motorradfahren natürlich toll, kann ich einen Lenker machen und bin dann automatisch immer im Frame drin. Und ich habe trotzdem noch das 360-Grad-Pfeil, also kann auch nachträglich noch sagen, okay, ich möchte jetzt nicht diese Single-Aufnahme nur im Selfie-Modus sozusagen, sondern ich möchte die 360-Grad-Aufnahme haben und die auch nochmal nachbearbeiten. Eine ganz wichtige Sache für alle, die jetzt Ton aufnehmen, ist, wir haben ein verbessertes Audio. Und zwar haben wir einen Windschutz mit einer Abdeckung oben drüber. Das wird sehr interessant. Das werde ich nachher auch gleich mal testen, wie da die Qualität ist. Das sollte dann die Windgeräusche beim Fahren deutlich reduzieren. Es gibt auch einen neuen Audio-Algorithmus. Ich zeige euch mal meine X4. Da sind die Mikrofone hier an der Seite. Da habe ich mir jetzt schon so ein Klett dran gemacht. Und auf dieses Klett kommt dann so ein kleiner Schaumstoffaufsatz rauf.
sodass man dann nicht mehr solche starken Windgeräusche hat. Aber natürlich wieder ein zusätzlicher Schritt und ich habe dann diese abstehenden kleinen Windmuffs da dran. Auf die andere Seite kommt natürlich auch noch einer, sieht dann so aus. Hält den Wind auch ein bisschen ab, also ist definitiv besser als ohne, aber natürlich wieder ein zusätzliches Tool, was ich ranmachen muss und was dann auch ein bisschen seltsam aussieht. Aber eine Sache hatte mich bisher immer bei 360-Grad-Kameras gestört und die zeige ich euch jetzt mal. Das hier ist meine X3. Die sieht jetzt so aus. Die ist mir nämlich bei einer Motorradreise von der Halterung gefallen und auf der Straße gelandet. Und so sah die dann danach aus. Das heißt, beide Linsen hier sind komplett zerstört. Da fehlen auch Stücke. Einzige Chance war also die Kamera einschicken und neue Linsen ranmachen lassen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Der Grund hierfür ist bei diesen Kameras im Vergleich zu anderen Actionkameras, dass natürlich die Linsen, weil die ja eine 360-Grad-Abdeckung haben, gewölbt rausstehen. Und dadurch sind die natürlich sehr empfindlich für Stöße. Und gerade natürlich, wenn sie irgendwo rauffallen, dann fallen sie meistens halt auf die Linsen rauf und die gehen kaputt. Das ist der Punkt, den man immer versucht hat irgendwie zu beheben. Man hat das dann bei der X4 mit einem Linsenschutz gemacht. Das ist jetzt auch schon die verbesserte Version. Da gab es verschiedene mit verschiedenen Härtegraden. Die Kamera wird dann natürlich noch ein bisschen größer. Und Nachteil ist, je mehr Kunststoff oder Glas man über eine Linse macht, desto schlechter wird natürlich die Qualität. Also besser ist natürlich immer ohne. Aber es ist auf jeden Fall ein Schutz gewesen. Ich habe es glücklicherweise noch nicht ausprobiert oder bin in die Situation gekommen, dass mir die runtergefallen ist. Und genau dieses Problem hat jetzt Insta360 mal in Angriff genommen und sie haben eins gemacht. Endlich das erste Mal bei einer 360-Grad-Kamera austauschbare Linsen. Das heißt, die Linse ist Punkt A erstmal härter und wenn sie dann doch mal kaputt gehen sollte, weil die Kamera auf die Linse fällt, kann ich sie tauschen. Da gibt es dann ein Replacement-Set, das sieht so aus. Da ist dann die Linse und auch das Werkzeug zum Wechseln drin. Natürlich ist hier eine Beschreibung mit drin. Dann haben wir, muss ich erstmal alles auspacken, einen kleinen Blasebalg, um Staub zu entfernen. Das hier ist dann das Werkzeug, mit dem ich die Linse entfernen kann. Diese orange Markierung hier an dem Werkzeug, die muss man dann bei der Montage und Demontage ausrichten mit diesem kleinen weißen Punkt, der hier unten ist. Also da ausrichten, dann drehen und dann kann man die Linse abnehmen. Dafür gibt es auch noch ein spezielles Tool. Das ist jetzt die Verpackung der Linse. Da ist gleich ein kleiner Griff hier mit dran, mit dem man die Linse dann aufsetzen kann und mit dem Werkzeug, mit diesem hier, dann einschraubt. Also kein Hexenwerk, relativ simpel. Also dieses Set hat man dann komplett mit dabei, wenn man sich das holt, gibt es im Zubehör. Und dann kann man eine defekte Linse, auch wenn man unterwegs ist, selber austauschen. Und das ist bahnbrechend. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber den bisherigen 360-Grad-Kameras. Hier ist auch noch was drin. Schauen wir mal, was da ist. Immer noch ein kleines Werkzeug, ein Kunststoffwerkzeug zum Abhebeln. Cleaning Wipes natürlich zum Reinigen. Nochmal eine ausführliche Beschreibung und nochmal ein Linsentuch. Hier ist ein kleiner Staubpinsel, den lasse ich jetzt mal verpackt. Mit dem kann man dann auch nochmal eventuell einen Staub entfernen. Und damit das Ganze auch wirklich staubfrei abläuft, hier noch Handschuhe mit drin. Ja, das alles habt ihr dann in diesem Set mit dabei zum Austausch der Linse. Und das ist wirklich eine super Sache. Hätte ich das Set gehabt, hätte ich meine X3 damals selber unterwegs reparieren können. Bei Nachteil war natürlich, die ist mir unterwegs kaputt gegangen am Anfang meiner Reise und dann konnte ich keine 360-Grad-Aufnahmen mehr machen. Und das gab es bisher noch bei keiner Kamera. Wer noch mehr Sicherheit möchte, kann sich dann hier auch noch diesen Linsenschutz drauf machen, den es auch bei der X4 gab. Zusätzlich dann noch einfach hier rüber, dann ist noch mal mehr Schutz da. Aber wie gesagt, ich würde es bevorzugen, das so zu lassen, wegen der Bildqualität. Und das ist wirklich für mich die beste und größte Neuerung bei der X5. Austauschbare Linsen. Das erste Mal bei einer 360-Grad-Kamera. Ja, dann schauen wir uns doch jetzt mal die Kamera in der Praxis an. Ich gehe jetzt mal raus und wir werden mal alle Funktionen testen. Also am Fahrzeug montiert, Audiotest und natürlich auch ein paar Aufnahmen, wenn wenig Licht ist. Bevor ich jetzt gleich die Tests starte, zeige ich euch noch kurz die Einstellung. Ich bin jetzt im ganz normalen Videomodus, im 360-Grad-Modus. Hier oben sieht man es. Man kann auch in Einzelobjektiv gehen. Dann ist nur eins jeweils, entweder nach vorne oder nach hinten. Aber ich will 360 Grad, damit ich nachher die Perspektive wählen kann. Hier kann ich jetzt die verschiedenen Modi wählen. Pure Video ist der Modus, den ich nachher testen werde, wenn es dunkel ist. Das ist also der Nachtmodus, kann man sagen. Instaframe, auch interessant, werde ich auch gleich mal testen. Das ist der Modus, den ich dann nutze, wenn ich mich selber hier sieht man es jetzt gerade, wenn ich mich selber filme. Da ist jetzt ein grüner Rahmen um mein Gesicht und wenn ich mich jetzt bewege, seht ihr das?
dann geht das Bild automatisch mit. Aber den will ich jetzt nicht. Ich werde jetzt mal anfangen im normalen Videomodus und da im 360-Grad-Bereich. Auflösung wähle ich 8K, 25 Frames die Sekunde. Man könnte auch auf 30 gehen. Ich bleibe jetzt mal bei 25. Ansonsten, wenn ihr weitere Einstellungen machen wollt, einfach nach unten. Hier kann man jetzt die Rotationssperre noch aktivieren, damit der Horizont immer gerade bleibt. Das mache ich jetzt auch mal. Ich habe auch noch die Gestensteuerung aktiviert. Da kann ich einfach mit meiner Hand die Kamera starten und stoppen. Eine Einstellung, die vielleicht auch noch wichtig ist, ist Bildeinstellung. Da gehe ich auf jeden Fall in Bitrate hoch, dann ist die Qualität besser. Und in den Videocodec H265. Videoschärfe lasse ich auf Mittel. Wenn ihr von rechts nach links swipe, dann könnt ihr hier die Farbprofile einstellen, Standard, Vivid oder auch die Flat-Version. Da ist dann ein bisschen bessere Zeichnung in den Schattenbereichen. Ich bleibe jetzt einfach mal auf Standard, dann haben wir einen genauen Vergleich zwischen der X5 und auch der X4 nachher. Ja, und das sind jetzt erstmal so die Basiseinstellungen, die ich testen werde. Also bei der Fahrt nehme ich jetzt einfach mal die 360-Grad-Ansicht und mache dieselben Aufnahmen dann mit derselben Einstellung mit der X4 auch nochmal, damit wir dann direkt einen Vergleich haben. Bevor ich jetzt losfahre, mache ich nochmal im Stand eine kurze Tonaufnahme mit der Insta360 X5, um mal zu sehen, wie dieses interne Mikrofon jetzt funktioniert. Es ist ein bisschen windig hier, sollte besser sein als mit der X4, das werde ich gleich auch nochmal testen, damit ihr da einen direkten Vergleich habt. Das ist also jetzt der Ton mit der Insta360. Zum Vergleich jetzt nochmal eine Tonaufnahme mit der Insta360 X4, mit dem Vorgängermodell. Ihr seht, ich habe hier oben so ein bisschen diese Windmuffs drauf. Die schützen also schon ganz gut vor Windgeräuschen. Die lasse ich jetzt auch mal drauf und teste jetzt einfach mal die Tonqualität von der Insta360 X4, dem Vorgängermodell. Hört ihr den Unterschied? Das ist also jetzt der Ton der X4 im Vergleich zur neuen X5 von Insta360. So, ich nehme jetzt mal mit dieser Insta-Frame-Funktion auf. Ist jetzt auch ein schwieriges Motiv, weil im Hintergrund, seht ihr schon, sind ganz viele Bäume. Da muss die Tracking-Funktion schon wirklich gut funktionieren. Aber ich sehe es auf dem Display der X5. Funktioniert sehr gut, egal wo ich hingehe. Ich kann auch hier nach außen gehen, gehe wieder rum, komplett zur anderen Seite und die Kamera folgt mir mal. Ich kann auch ein bisschen weiter weggehen, sollte auch funktionieren. Hier rüber und die Kamera wird dann immer mitgehen und mich im Selfie-Modus filmen. Tolle Funktion, gerade wenn man sich halt mal selber filmen möchte. So, beide Kameras laufen jetzt, nehmen auf und jetzt vergleichen wir mal in hellen Bereichen, wenn ich fahre, wie auch mal im Schatten, wenn ich ein bisschen durch den Wald fahre, wie dann die Qualität jetzt von beiden Kameras im Vergleich ist. Bei Tageslicht, die X4 hat jetzt noch diesen Linsenschutz drauf, der könnte natürlich dazu führen, dass die Qualität ein bisschen schlechter ist als bei der X5. Da ist jetzt wirklich komplett die Linse frei, was in der Regel besser ist, als wenn da jetzt nochmal ein Kunststoff drüber ist. Aber vergleichen es einfach mal von den Farben, von der Dynamik, denn die neue hat ja jetzt auch einen höheren Dynamikumfang. So, jetzt sollte man ganz gut schon sehen, ob da ein Unterschied von der Qualität zu sehen ist. Die Settings bei beiden Kameras sind gleich. So, jetzt komplett in der Sonne. Sehen wir jetzt vielleicht einen kleinen Unterschied durch den höheren Dynamikumfang der X5? Oder ist die Qualität ähnlich? Wo man mit Sicherheit einen großen Unterschied sehen wird, ist dann heute Nacht, wenn ich dann nochmal eine Testfahrt im komplett Dunklen machen werde. So, hier haben wir jetzt auch wunderschöne Farben. Wie sehen denn die Farben? Dieses Gelb aus auf der Kamera, dazu blauer Himmel. So, hier haben wir jetzt auch mal ein bisschen Schattenbereiche gehabt, um mal zu sehen, ob im Schattenbereich da ein Unterschied ist zwischen der X4 und der X5. Und ich zeige euch gleich mal, wie jetzt das Starten und Stoppen geht. Einfach Hand nach oben und ihr habt es gesehen, das ist die Gestensteuerung. Die Kamera startet mit der Aufnahme und wenn ich jetzt wieder die Hand nach oben mache, dann stoppt sie. Und das ist natürlich beim Fahren sehr interessant, weil ich muss jetzt nicht mehr hier irgendwie vom Lenker weg und an der Kamera rumfummeln, sondern ich kann einfach die Hand heben, zack, und die Kamera startet mit der Aufnahme. So, ich wechsle jetzt nochmal von dem Videomodus in den Insta-Frame-Modus und gehe da auf Gesichtserkennung und siehe da, ich werde sogar mit Helm erkannt. Mal gucken, wenn ich Visier runter mache und wenn ich mich jetzt bewege, zack, die Kamera geht automatisch mit und liefert mir nachher eine Datei, wo dann nur dieser Selfie-Bereich drauf ist und zusätzlich dann noch eine zweite Datei,
mit der gesamten 360-Grad-Kugel. Da kann ich also dann, wenn mir die Perspektive jetzt nicht gefällt oder da war vielleicht was an der Seite, was ich zeigen wollte, kann ich nochmal in der Nachbearbeitung schwenken. Aber die Erkennung hier funktioniert wirklich super. Ihr seht dieses grüne Kästchen ums Gesicht rum. Selfie-Modus funktioniert also sehr gut. So, der nächste Test ist jetzt, wie verhält sich die Kamera bei Nacht. Ich werde jetzt ein bisschen warten. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es dunkel ist. Und dann werde ich mal auch einen Vergleich machen, wie ist die X5 im Vergleich zur X4, wenn jetzt wirklich kein Licht mehr draußen ist, also richtig bei Nacht. So, etwas Zeit ist vergangen. Es ist jetzt schön dunkel, 23 Uhr. Jetzt können wir wirklich mal die Kameras komplett bei Nacht testen. Hier ist natürlich noch ein bisschen Licht von der Straße, aber das braucht es auch. Und jetzt können wir wunderbar sehen, wie der Unterschied zwischen der X4 und der X5 bei Nacht ist. Das sollte schon relativ deutlich ausfallen. Links Bahnhof Potsdamer Platz. Also ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Hier ist es wirklich richtig schön dunkel. Und es ist doch ein großer Unterschied, was die Kameras hier einfangen können. Also dieser Pure Video Mode, der ist schon wirklich gut. Und hier ist es jetzt wirklich nicht super hell, also nicht mal Straßenbeleuchtung. Hier ist jetzt nur Spielbank im Hintergrund. Und jetzt nicht alles super hell hier. Ja, also ich glaube, für alle, die planen, ihre Actioncam oder 360-Grad-Kamera auch mal im Dunkeln zu benutzen, bei wenig Licht, dann ist die X5 deutlich im Vorteil. Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut jetzt in den Vergleichsaufnahmen. Vor uns, vorne rechts übrigens, das Brandenburger Tor. Und wenn man jetzt sowas hat, das ist halt der Vorteil von einer 360-Grad-Kamera, dann kann man im Vorbeifahren den Kameraausschnitt nachher rumschwenken, sodass man einen schönen Blick drauf hat, ohne jetzt irgendwie den Kamerawinkel ändern zu müssen. Ja, das war's für heute mit der Vorstellung der Insta360 X5. Tolle Kamera, finde ich gut. Alles, was die X4 hatte, ist hier nochmal verbessert worden. Also bessere Wärmeableitung, besseres Audio, besser in Situationen mit wenig Licht. Also diese Pure-Video-Funktion, die ist wirklich toll. Die wechselbaren Linsen, das ist für mich die wichtigste Funktion, weil beim Motorradfahren kann es immer mal passieren, dass die Kamera, die am Selfie-Stick befestigt ist, dann irgendwie doch mal auf den Boden kommt. Also für mich, das ist die beste Funktion überhaupt. Aber natürlich, wenn ihr eine X4 schon habt, tolle Kamera, damit könnt ihr alles machen. Und wenn ihr diesen Linsenschutz hier benutzt, ist die Linse an sich auch sehr gut geschützt. Dieser neue Linsenschutz, der ist wirklich gut, der ist sehr stabil. Hatte ich bisher auch keine Probleme. Ich benutze die jetzt wirklich schon, seit sie rausgekommen ist. Auch mit Hitze hatte ich noch keine Probleme mit diesem zusätzlichen Hitze-Cover hier hinten drauf. Aber für alle, die professionell vielleicht damit arbeiten oder auch das zum Motorradfahren nutzen, die werden sich über die wechselbaren Linsen freuen. Spätestens dann, wenn die Kamera das erste Mal runtergefallen ist. Wenn ihr noch interessiert seid, wie man
die Videos nachher bearbeitet, entweder mit der App auf dem Smartphone oder auch mit dem Computer kann ich gerne mal ein Video machen. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Auch alle Links zu der Kamera und zu dem Zubehör sind unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch dafür interessiert. Und wenn euch das Video heute gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, den Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.